It's interesting that we started this event, this talk, which I hope to be able to give, with ringing a bell and being silent for a little while. Es ist interessant, dass wir diese Veranstaltung heute Abend und diesen Vortrag, von dem ich hoffe, dass ich ihn geben kann, mit dem Klang einer Glocke und mit einem Augenblick der Stille begonnen haben. When I was in high school and in college, no one started a class with ringing a bell. Als ich in der Schule war oder auch an der Uni, da hat nie jemand eine Unterrichtsstunde oder einen Vortrag mit einer Glocke begonnen. All the students and the principal of the school would have all thought it pretty crazy that a teacher started the classes with a bell. Alle Schüler und auch die Direktion der Schule, die hätte gefunden, dass das schon ziemlich verrückt ist, wenn ein Lehrer einen Vortrag mit einem Moment Stille und einer Glocke beginnt. So it means something. I mean, in the familiar context of talking about Zen or about Buddhism, it's common to start with a period of silence announced by a bell. Und aber im Zusammenhang mit dem Buddhismus, im Felde des Buddhismus, da ist es ganz üblich, dass man das, was man tut, mit dem Klang einer Glocke und einer Zeit der Stille beginnt. There's an assumption in this simple act of ringing a bell that there's a different kind of person hiding, living in each of us. Und es gibt eine Annahme in dem Schlagen der Glocke, nämlich die Annahme, dass in jedem oder jeder von uns auch noch eine andere Art von Mensch lebt. And somehow the bell is a nice interruption. Und irgendwie mit dieser Glocke als eine schöne Unterbrechung. And the stillness and maybe the physiology of the sitting that call forth, awaken another person who can hear the lecture or talk better. Und vielleicht kann die Stille und auch die Physiologie der Sitzhaltung, der Meditationssitzhaltung, diesen einen Vortrag anders oder besser hören. And to some extent, it does seem to be true to have a moment of silence. Your parasympathetic nervous system maybe calms down a bit and so forth. Und wahrscheinlich stimmt das auch einfach wirklich, dass wenn man so einen Augenblick der Stille voranschickt, dass sich dann das parasympathische Nervensystem sowie das beruhigt einen dann so ein bisschen. Yeah. So the title I think that we have here is pretty basic. What is Zen? Und der Titel, den wir hier heute Abend haben, das ist ein ganz grundlegender, nämlich was ist Zen? And very simply, Zen is attentional breathing and still sitting. Und Stillness sitting. Und ganz grundlegend würde ich sagen, ist Zen aufmerksames Atmen und das stille Sitzen. Das stille Sitzen. Now these are, in my case, these are English words, stillness sitting and attentional breathing. Und ich sage jetzt natürlich englische oder dann deutsche Worte, nämlich aufmerksames Atmen und das stille Sitzen oder stilles Sitzen. But those are words that are part of our Western way of viewing the world. Und es sind Worte, die Teil unserer westlichen Art und Weise sind, die Welt zu betrachten. But in yogic culture, they mean the equivalent of those words, even the word practice, the equivalent of those words points to something quite different.
Und aber in einer yogischen Kultur, da bedeuten diese Worte oder sagen wir mal die Äquivalente dieser Worte in der Sprache einer yogischen Kultur, die verweisen auf etwas eigentlich ganz anderes. Now, we all breathe. I mean, whatever culture, if you're some version of a human being, whatever culture you live in, you breathe as long as you're alive. Wir atmen ja alle und das ist kulturunabhängig, egal in welcher Kultur du bist, als irgendeine Version eines menschlichen Wesens atmest du. And maybe, the doctor or the midwife slaps the baby's bottom to make sure the first breath happens. Und eine Hebamme oder eine Ärztin, ein Arzt bei der Entbindung klopft dem Baby auf den Popo, um den ersten Atemzug anzuregen. From then on, breathing is just part of living. Und von dann an ist das Atmen einfach Teil des Lebens. Part of living, like eating and having a head and having hands and having fingernails and so forth. Teil des Lebens, so wie zum Beispiel einen Kopf zu haben oder Fingernägel zu haben oder so. But for a yogic practitioner, breathing is the monitoring or monitored activity of what I prefer to call living than living. Aber für ich nenne das hier jetzt mal yogischen, also aus yogischen Praktizierenden, ist Atmen die Aktivität des, was ich lieber der Verlebendigung, des Lebendigseins nenne und nicht einfach nur des Lebens. Living in English just has the feeling of going along with being alive. Leben im Englischen oder vielleicht auch im Deutschen, wenn man das Wort Leben sagt, dann stellt man sich diese Kontinuität vor, also einfach mit dem Leben, das hat halt so eine kontinuierliche Dauer, so entlang zu gehen, einherzugehen. But if I feel I'm living at each moment, that's a much more engaged feeling. Aber wenn ich mich in jedem Moment verlebendige oder die Lebendigkeit betone, dann bringt das ein viel engagierteres oder aktiveres Gefühl mit sich. Now there's some different assumptions here I'm implying, which make a difference. Und ich führe hier so ein paar implizite Annahmen mit, die einen Unterschied machen. But we all breathe. Can looking at breathing differently make a difference? Wir atmen ja alle. Und jetzt die Frage, kann das einen Unterschied machen, wenn man das Atmen einfach anders betrachtet? Well, big time it makes a difference. Und ja, das macht einen riesigen Unterschied. Yeah, so for a yogic practitioner, breathing, creation starts with breathing. Für einen yogischen Praktizierenden beginnt das Schöpfen, das Erschaffen, das beginnt mit dem Atmen. And continues and is monitored through breathing. Und das wird fortgeführt und wird auch immer wieder beobachtet durch das Atmen. Now we know the power of breathing through sports. Wir kennen die Macht des Atmens durch den Sport. Jogging or something, we notice maybe there's a jogging high or something we talk about. Wenn man zum Beispiel joggt oder sowas, dann kennt man das vielleicht, dass es sowas wie ein Hochgefühl gibt, das durch das Laufen kommt. Or I think my own feeling is, having been a kind of amateur city climber, the attentional dynamic of breathing when you're sort of on the face of a building or a mountain is exhilarating.
Oder aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich früher so amateurhaft immer in der Stadt auf Gebäuden rumgeklettert bin, das Gefühl, wenn man an so einer Gebäudemauer hängt oder vielleicht auch an einer Bergwand, und da ist das Gefühl des konkreten Atemzugs, das ist exhilarating, das ist so wie zutiefst das ist euphorisch oder so. So we might actually do something like climb, go climbing in the mountains, in order to create this kind of experience that arises through attentional breathing. Und vielleicht machen einige Leute das, dass sie auf Berge klettern oder so, um diese Art von Erfahrung, die durch aufmerksames Atmen entstehen kann, dass sie die Umstände dafür kreieren. But in yogic cultures and for a yogic practitioner, attentional breathing is just how you know you're alive. Aber für einen Praktizierenden in einer yogischen Kultur, da ist das aufmerksame Atmen einfach die Art und Weise, wie du deine eigene Lebendigkeit kennst. How you monitor your aliveness. Wie du deine Lebendigkeit beobachtest. And how you monitor your basic metabolism. Und auch wie du deine grundlegenden physiologischen, auch Stoffwechselprozesse beobachtest. Even adjust your posture, because your diaphragm is awakened through breathing and is part of how you maintain a core posture. Und sogar auch, wie du deine Haltung anpasst, weil dein Zwerchfell ja Teil davon ist, wie deine Kernmuskulatur sich verhält. So attentional breathing is not just a monitor, it's also a kind of window into our metabolism. Das aufmerksame Atmen ist also nicht nur ein Beobachtungswerkzeug, sondern auch eine Art Fenster in unsere aktiven Stoffwechselvorgänge. Now, this is attentional breathing. Und das ist aber das aufmerksame Atmen. Not just you breathing because you happen to be alive. Nicht einfach nur das Atmen, das passiert einfach, um lebendig zu sein. So, we don't live in a yogic practitioner doesn't live in a created world. He or she lives in a creating world in which you are in the midst of the creating. Ein yogischer Praktizierender oder Praktizierende lebt nicht in einer geschaffenen Welt, sondern in einer Welt, die man mit erschafft, wo man mittendrin ist und Teil des Erschaffungsprozesses ist. In fact, you're living in a kind of niche made by your senses and your brain, which you kind of walk around with this niche. Und du lebst tatsächlich sogar in sowas wie einer Nische, eine Nische, die von deinen Sinnen geschaffen wird, die in deinen Sinnen liegt und durch dein Gehirn, das diese persönliche Nische kreiert. And you adjust your niche to the niches of others. Und man passt seine eigene Nische natürlich den Nischen anderer Menschen an oder man gleicht sie ab. Now, if all of your living days you are having intentional or non-conscious but present attention to the pulse of breathing. Wenn du jetzt an all deinen Lebendigkeitstagen eine absichtsvolle und aufmerksame Atmung, you do what? You're bringing intentional, attentional. You're bringing, if you're bringing intentional and a non-conscious attention, but implicit attention you're bringing all your life, you're gathering a tremendous amount of information. Wenn du eine intentionale und aber nicht bewusste Aufmerksamkeit zum Atem bringst, dann sammelst du durch diese Aufmerksamkeitsaktivität
ein unglaubliches Ausmaß an Informationen, einfach nur durchs Lebendigsein an. So there's autonomic breathing, Und es gibt das autonome Atmen, but there's attentional autonomic and intentional breathing. und es gibt aber auch das aufmerksame, autonome und auch das durch Intention entsteht, also intentionales, aufmerksames, autonomes Atmen. And attentional breathing is a way of knowing. Und aufmerksames Atmen ist eine Art des Kennens oder Erkennens. So if there's an agency or a knowing present in all your moments, even indirectly your sleeping moments of attentional breathing. Wenn es also so eine Präsenz oder ein Erkennen in all deinen Augenblicken gibt, in jedem einzelnen deiner Augenblicke, sogar auch in deinen schlafenden Momenten, It also makes lucid dreaming more common. dann sorgt das auch dafür, dass man eher dazu neigt, luzide Träume zu haben. Because your breathing carries a kind of knowing into your sleeping. Weil dein Atem diese Art des Erkennens in deinen Schlaf hineinträgt. So if the world we live in is a niche we're culturally and psychologically and personally and breathingly creating, wenn die Welt, in der wir leben, eine Art Nische ist, die wir kulturell und auch durch biologisch und auch durch unsere persönlichen Prägungen erschaffen, you're tending to and taking care of your metabolism, your neurology, by this attentional breathing. dann ist das aufmerksame Atmen eine Art und Weise, wie du dich um deine Neurologie, deinen ganzen Stoffwechsel, also deine Körperlichkeit kümmerst. It becomes a kind of sixth or maybe a higher number sense. Es wird dann so etwas wie ein Sechster oder vielleicht sogar eine höhere Zahl, aber eine Art sechster Sinn oder so. So I said it's a practice of attentional breathing and stillness sitting. Also ich habe gesagt, Zen ist eine Praxis des aufmerksamen Atmens und des Stillesitzens. Now, the word practice I had quite a lot of trouble with when I first started or became acquainted with, knew anything about Zen practice. Und ich hatte mit dem Wort Praxis eine ganze Menge Probleme, bevor ich die Zen-Praxis kannte. And I thought, practicing a piano, well, you learn to practice a piano and you practice more and you get better at it. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie man zum Beispiel ein Klavier, das Klavierspielen übt. Man übt das ein bisschen mehr und je mehr man übt, desto besser wird man. So the emphasis seemed to be, in my experience of the word practice, is it something you repeat and you get better at something. Und die Betonung in meinem Verständnis ursprünglich von diesem Wort Praxis, das war dann eben so etwas, was man immer wiederholt und je mehr man das macht, desto besser wird man darin. Now, if I'd been more familiar with, as I did through my youngest daughter, what it's like to actually develop some skills at the piano. Wenn ich das etwas besser verstanden hätte, und ein bisschen habe ich das durch meine jüngste Tochter gelernt, wie das eigentlich wirklich ist, wenn man seine Fähigkeiten zum Beispiel am Klavier verbessert. Yeah, it's also an attentional practice which transforms the body. Dann hätte ich gewusst, dass das eben auch eine Aufmerksamkeitspraxis ist, die den Körper verwandelt oder den Körper transformiert. Your fingers get better and better at finding the keys even without thinking and carrying emotion and receiving emotion from the piece. Deine Finger werden immer besser, so ganz automatisch, die Noten zu spielen und die Tasten zu finden. Und du empfängst
du gibst und du empfängst aber auch Emotionen durch das, was du spielst. And I, at some point I realized that it's not just about practicing the piano, it's discovering how to let the piano practice you. Und dann geht es aber auch darum zu entdecken, dass man nicht nur Klavierspielen praktiziert, sondern auch zuzulassen, dass das Klavier mit einem praktiziert. So the more you, by playing the piano, you begin to know the capacity of the piano. A great pianist actually evolves the capacity of the piano. Und je mehr man auf einem Klavier spielt, desto mehr lernt man auch die Kapazität oder das, was dieses Klavier eigentlich hergeben kann, desto mehr lernt man das kennen. Und ein großartiger Pianist, der vergrößert oder verstärkt die Möglichkeiten des Klaviers. So yogic cultures understands practice in much more this sense. Und in einer yogischen Kultur wird Praxis sehr viel mehr auf diese Weise verstanden. Which I didn't get in the beginning. Und das ist etwas, was ich am Anfang nicht verstanden habe. But I began to find that practicing, I was just doing it because I felt I was half crazy and I ought to do something that might be intelligent. Aber ich habe es einfach gemacht, weil bei mir war das so, ich hatte das Gefühl, ich bin so halb verrückt und ich musste irgendetwas finden, womit ich was anfangen konnte. Und dann habe ich es einfach immer weiter gemacht. But I found that practice, just doing it regularly, began to change the body which was practicing. Aber ich habe bemerkt, dass sich einfach durchs Praktizieren, dass die Praxis anfing, den Körper zu verändern, der praktizierte. The regular practice of attentional breathing diese regelmäßige Praxis des aufmerksamen Atmens was bringing me into the moment by moment appearance of the world. Hat mich in das Erscheinen der Welt von Augenblick zu Augenblick hineingebracht. And was bringing me into being a participant in the pulse of aliveness. Und hat mich auch da hineingebracht, mich so wie ein Teilnehmer im Puls der Lebendigkeit zu fühlen. And I began to feel a pattern of the breathing and the context, how context appeared in the senses. Und ich begann ein Muster zu fühlen zwischen dem Atmen und die Art und Weise, wie in meinen Sinnen Zusammenhänge erkannt werden konnten. And the body was feeling nourished. Und der Körper fühlte sich genährt. And I began to, I could tell that sometimes I was walking along and I felt nourished, and sometimes I didn't feel nourished. Und ich konnte den Unterschied erkennen, dass ich manchmal irgendwo entlang gegangen bin und mich genährt fühlte und manchmal nicht. So I made a decision to, as much as possible, only move in the pulse of nourishment. Und so zum Beispiel habe ich eine Entscheidung getroffen, so viel wie möglich, so weit wie möglich, immer in so etwas wie so einem Gefühl von einem Puls, von dem Gefühl des Genährtseins zu verweilen. And that took a certain courage because going to college and having a job or career is asking you to be in the pulse of that career and success and so forth. And I decided, yeah, if necessary to some extent, but basically I want to find my ongoing creativity bonded to, grounded in nourishment. Und es hat ein bisschen Mut gebraucht, weil wenn man zum Beispiel zur Uni geht oder man eine Karriere verfolgt oder so, dann fordern diese Dinge von einem, sich dem Puls, sagen wir mal, der Karriere anzupassen und in den Puls der Karriere einzutreten. Aber ich habe mich entschieden, dass ich manchmal schon, wenn es einfach nötig war, sich da anzupassen, aber dass ich ganz grundlegend meine Kreativität
in so einem Puls des Genährtseins, immer in diesem Gefühl zu bleiben, dass ich mich genährt fühle, dass ich das darin verwurzeln wollte. And still sitting, I was doing it, and there's a schedule, and you sit in Soto-shu, you sit 40 minutes, and Rinzai-shu, you usually sit 30 minutes. Und das Sitzen in der Soto-Schule im Zen, da sitzt man 40 Minuten Zazen und in der Rinzai-Schule normalerweise 30 Minuten. But the important thing is you sit a certain number of minutes, whether you like it or not. You're not sitting through what you like. You're sitting through a schedule. Let's call it a wisdom schedule. Yeah. Aber der wichtige Punkt dabei ist, dass man einfach eine ganz bestimmte Anzahl von Minuten, also eine bestimmte Zeitspanne sitzt, weil man nicht einfach so lang, wie man es gern hätte oder wie man gerade mag, sondern eine bestimmte Zeitspanne. Und man bleibt in diesem Zeitplan und nennen wir das vielleicht mal einen Weisheitszeitplan. It's a wise way to find a way outside of likes and dislikes. Das ist eine weise Art und Weise, einen Weg außerhalb der eigenen Vorlieben und Abneigungen zu finden. So it's very simple, if you whatever you decide, I'd say at least 20 minutes, but just to sit down and change your pace is good, but usually 20 minutes or 30 or 40 minutes, and you stop when the 30 minutes comes usually. Und ich empfehle immer, wenn du dich hinsetzt, dann ist allein auch schon einfach nur, wenn du dich kurz hinsetzt. Auch das ist schon gut, einfach um das Tempo zu verändern. Aber normalerweise empfehle ich, dass du mindestens 20 Minuten meditierst, wenn du sitzt. Und aber wenn du sagst, du sitzt 30 Minuten, dass du dann wirklich das Sitzen auch nach 30 Minuten beendest. So if you want to sit occasionally, you want to sit for an hour or 2 or 3 hours even, that's fine. But the basic wisdom of it is you take it outside of the categories of like and dislike. Und wenn du mal länger sitzen willst, 1 Stunde oder 2 Stunden oder sogar 3 Stunden, klar, kannst du schon machen. Das ist okay. Aber die grundlegende Weisheit in dieser Praxis liegt daran, einfach eine bestimmte Zeitspanne zu nehmen, die du unabhängig von deinen Vorlieben und Abneigungen einfach einhältst. And it begins to incubate a different neurology, actually a different neurology. Und das beginnt, so wie eine andere Art von Neurologie auszubrüten. Da entsteht eine andere Art von Neurologie. So Buddhism is a psychological practice, an emotional practice, a societal practice, but most fundamentally, it's a neurophysiological practice. Und der Buddhismus ist eine psychologische Praxis, eine gesellschaftliche Praxis, eine persönliche oder kulturelle Praxis, aber ganz fundamental ist es vor allem eine physiologisch-neurologische Praxis. And your brain is a survival machine. Und dein Gehirn ist eine Überlebensmaschine. And the brain is programmed, profoundly programmed to make you probably survive. Und das Gehirn ist natürlich ganz tief drauf programmiert, es wahrscheinlicher zu machen, dass du überlebst. And so it has an inventory of images, and it tries to attach those images to what your senses see and decide what you see as a chair and not a horse. Und es hat also so ein Inventar von Bildern und das stellt es bereit und dann klebt das Gehirn im Grunde diese bekannten Bilder den Dingen an, die du siehst. Und dann, wenn du irgendwo hinschaust, dann siehst du zum Beispiel, okay, das ist ein Stuhl und kein Pferd. Yeah. And so still sitting, when a stillness arises finally, that's really bodily. Wenn endlich eine Stille entsteht, die wirklich eine körperliche Stille ist. And you can feel located in the stillness and not the thinking. Und du dich in der Stille
verortet fühlst und nicht in dem Denken. It's not just that you stop thinking. Thinking just goes on. It's okay. Geht nicht darum, dass du einfach aufhörst zu denken. Das ist es nicht. Das Denken, selbst wenn es weiter stattfindet, ist schon in Ordnung. Samadhi is an actual experience. It's a territory of experience. Das, was wir Samadhi nennen, das ist eine tatsächliche Erfahrung. Das ist ein Erfahrungsbereich. And so you develop a yogic skill. It's a craft of shifting your sense of location from your thinking. Let the thinking go on, Shift your sense of location out of the thinking into the samadhic stillness. Und du entwickelst, es ist eher so, dass du diese Fähigkeit entwickelst, dein Gefühl von wo du bist, also dein Gefühl von Verortung aus dem Denken heraus zu verschieben, zu verlagern und in die Stille hineinzutragen. And the more your sense of location is carried inhabits stillness. Und je mehr dein Gefühl von wo du bist, ist, als ob du in der Stille wohnst. You can join that stillness, that samadhic stillness, with the pulse of breathing. Dann kannst du diese Stille, ich nenne sie mal samadhische Stille, mit dem Puls des Atmens verbinden. And a mature practitioner is always in a kind of samadhi. Und ein fortgeschrittener Praktizierender oder Praktizierende ist immer in einem did you say pulse of samadhi? Yeah, the pulse of breathing. You bring the sense of stillness of being located in the stillness of samadhi and join it in a way to the pulse of breathing. An advanced practitioner is always in a state of samadhi. Of samadhi, which allows activity to happen. Ja. Ein fortgeschrittener Praktizierender oder Praktizierende ist immer in einem samadhischen Zustand, von dem aus Aktivität geschehen kann. That's what this koan we just have been discussing is trying to point out. Und das ist, wir haben hier im Johanneshof im ZBZS gerade eine Koan-Woche hinter uns und da haben wir einen Koan, den Koan 21, Junyan fegt den Boden, besprochen und darum geht's in diesem Koan. Junyan is sweeping. In diesem Koan ist also der Koan, in dem Junyan fegt. And his Dharma, maybe genetic brother, but his Dharma brother, Dawu, walks up to him. Und vielleicht ist das sogar sein biologischer Bruder, aber zumindest sein Dharma-Bruder Dawu kommt auf ihn zu. And says, whatever you're doing, it's too busy. Und er sagt zu ihm, also was immer du da gerade machst, du bist zu beschäftigt. Yeah, and Junyan says, you should know there's one who's not busy. Und Junyan sagt, also du solltest wissen, da ist jemand, der nicht beschäftigt ist. This is not a Dharma battle or a competition. It's two closely connected people having fun with exploring how we exist and are creating each moment. It's not like, this is who I am. It's how am I whating now instead of whoing now. Und das ist kein Dharma-Kampf zwischen zwei Menschen, die in Konkurrenz miteinander stehen, sondern das sind zwei zutiefst miteinander verbundene Menschen, die Spaß miteinander haben und die sich daran erfreuen, eben nicht so sehr aus der Wehrheit, wer bin ich, so aus einem Gefühl von Identität heraus miteinander in Kontakt zu sein, sondern eher, wie entdecke ich, was ich bin, jetzt gerade? So Dawu was saying to Junyan, is your whatness really still? Und Dawu fragt im Grunde Junyan,
Ist deine Weisheit, was du bist, ist das gerade wirklich still? And Yunyan is saying something like, well, you should know I'm certainly approaching that or living that stillness. Und Yunyan sagt, naja, also du solltest wissen, ich nähere mich dieser Stille zumindest an oder irgendwie lebe ich sie. And then the koan goes on into a whole more complex level of how we exist, but we won't discuss that this evening. Und dann geht's in diesem Koan in der nächsten Zeile weiter auf eine viel komplexere Stufe von der Art und Weise, wie wir existieren. Aber das machen wir heute Abend nicht. So what happens when you get really familiar with still sitting? Was geschieht, wenn du wirklich vertraut wirst mit dem stillen Sitzen? And begin to locate yourself and discover your location in stillness. Und du beginnst das, wo du bist, dein Gefühl für Verortung in der Stille zu entdecken. You begin to see and feel stillness and mind itself independent of the contents of mind. Dann beginnst du die Stille und sogar den Geist selbst unabhängig von den einzelnen Inhalten des Geistes zu entdecken. And beginning to see and experience a freedom from the context of mind, you begin to be free of the categories that the brain is making you and your culture is making you notice things in. Und je mehr du in der Lage bist, von den Inhalten des Geistes sowie frei zu sein, desto mehr ist es dir auch möglich, aus den Kategorien herauszutreten, die deine Kultur von dir im Grunde verlangt, dass du in diesen Kategorien lebst. Yeah, and then you can begin to be in a new way within the pulse of breathing and your circumstantial metabolism. Und dann kannst du auf eine neue Art und Weise in dem Puls deiner Atmung und in deinem circumstantial metabolism. You mean like a metabolism that's in touch with circumstances? Yeah, exactly. Yeah. Und You got it. Und deinem mit der Mitwelt oder mit dem Umfeld in Kontakt stehendem Metabolismus, einer Physiologie, die wie mit dem Umfeld verbunden ist, in Kontakt sein. No, in a world view rooted in vastness and not in creation. In einer Weltsicht, die mit dem Gefühl von sowas wie Vastness, also so eine offene Weite, beginnt und nicht mit einem Schöpfungsakt, also mit einer geschaffenen Welt. We're just experienceable events in the midst of non-experienceable vastness. Da sind wir einfach erlebbare, erfahrbare Ereignisse inmitten einer riesigen, nicht erfahrbaren Weite. So in this a yogic sense of the world, words have a spectrum of meanings. Everything is changing and nothing is fixed. Even words move through a spectrum of meanings. Und in so einer yogischen Welt, da haben die Worte alle eher so ein Spektrum von Bedeutung, so eine ungefähre Bedeutung. Nichts steht wirklich fest und ist ganz bestimmt so und so, sondern Worte bewegen sich so wie durch ein Spektrum. So the word Dharma means, in one end of the spectrum, means the truth. Dharma bedeutet an einem Ende des Spektrums so etwas wie Wahrheit. On the experiential end of the spectrum, it means the experience of the four dharmas. Und aber auf der The four marks of a dharma. Aber auf dem Erfahrungsende des Spektrums, da bedeutet das Wort Dharma bezieht sich auf die 4 Kennzeichen, die 4 erlebbaren Kennzeichen eines Dharmas, einer Erscheinung. And the 4 marks of a dharma are birth, und die 4 Kennzeichen eines Dharmas duration, sind Geburt und Dauer, release, Loslassen and clearing. Und dann Auflösung oder clearing is interesting. Sweeping. Und dann das wegzufegen, das Verschwinden. Yeah. So
it's usually it means appearance, but in the four dharmas in this particular list, it means birth. Also es bedeutet Erscheinung, aber in dieser bestimmten Liste, von der ich spreche, da ist das erste Dharma, ist Geburt. So it means a simultaneous birth or midwifed birth. Das bedeutet sowas wie die Geburt, eine midwife birth, also eine gleichzeitige Geburt. So there's an appearance. Und also es gibt etwas erscheint. Now, is your evolved attentionality sufficiently micro-attentionality that you actually are present in the birth of a moment? Und dann ist die Frage, ist deine entwickelte Aufmerksamkeit, sogar diese ganz detailfeine Aufmerksamkeit, eine Art Mikroaufmerksamkeit, ist die ausgebildet genug, um im Augenblick des Geburts eines Moments präsent zu sein? The birth of a moment and the birth of the moment in you. Die Geburt eines Augenblicks und die Geburt dieses Augenblicks in dir. Now this happens in a nano field or a micro-attentional field. Und das passiert in sowas wie einem Nanofeld, also klitzekleine Details oder ein Feld der Mikroaufmerksamkeit. Which is not really available to us through just living. It's available to us through living, rooted in attentional breathing and still sitting. Und das ist etwas, das uns nicht einfach zugänglich ist, wenn wir so wie daherleben oder so, sondern das ist etwas, was zugänglich wird, wenn man Atemaufmerksamkeit oder aufmerksames Atmen und stilles Sitzen entwickelt. And that's called Zen. Und das nennen wir Zen. So there's the mutual birthing of the moment. Also es gibt sowas wie das gemeinsame Hervorbringen des Augenblicks. The niche moment. Eines Augenblicks in dieser Nische. The experienceable moment. Ein erlebbarer Moment. And then it stays for a moment. Und dann bleibt das ein And you Moment. participate in its staying. Und du nimmst teil darin, wie es Dauer hat, When es bleibt. When your micro-attentionality is evolved, you can feel the moment when the brain is trying to figure out what you're seeing and then decides on what you see. But notice it's so fast we don't notice it. But you can begin to experience it through micro-attentionality evolved through breathing. Wenn deine Mikroaufmerksamkeit so fein entwickelt ist, dann kannst du beginnen. Normalerweise gehen solche Momente, die sind so wie, die fliegen einfach an uns vorbei. Aber du kannst deine Aufmerksamkeit so weit entwickeln, dass du präsent bist in dem Augenblick, wie die Dinge entstehen. So then there's a moment of experienceable presence. Und dann gibt es einen Augenblick von erlebbarer Präsenz. And then there's the release. It's gonna dissolve anyway, and there's a release of it. Und dann, also das wird sich sowieso auflösen und dann lässt man es los. And then there's a clearing or what's it called? Disappearance. No, the slate, wiping this. Ja, Tabula rasa. Tabula rasa. There's a rasa, a tabula rasa, yeah. Und dann gibt es sowas wie die Tafel zu wischen, also das Verschwinden. So you're participating in the moments of aliveness. Du nimmst also an den Augenblicken der Lebendigkeit teil. And so that's Zen. Das ist Zen. Okay. And I'm stopping just on time, given the fact that we started a little late, and I'm happy to have been here with all of you whose faces I see on the screen. Also fast rechtzeitig aufgehört dafür, dass wir ein bisschen spät begonnen haben. Und ich bin froh, mit euch allen heute Abend, die ich hier auf dem Bildschirm sehe, Zeit verbracht zu haben. But I've never said all that before. It was, I kind of started this out by accident a few minutes before we started. And, I had to find my way in the talk. And so I can explore it more in future talks. Also, das ist so noch nie gesagt, habe mich da so ein bisschen hineindefiniert während des Vortrags.
und kann das vielleicht in zukünftigen Vorträgen ein bisschen weiter erforschen. Yeah, and I guess we can stop now and then we have a break and then we have some time for discussion if we want. Is that right? I don't know. Let's ask the moderator. What? Tatsächlich haben wir sehr viel Zeit. Actually, Roshi, we do have a lot of time still, but your suggestion is very well. Ich würde sagen, das ist ein guter Vorschlag. Lasst uns 10 Minuten Pause machen, dann können wir uns alle ein bisschen erfrischen. Und wir treffen uns um 7:10 Uhr hier zum Austausch und für Rückfragen oder Ergänzungen. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide. Vielleicht zeigt ihr das in irgendeiner Weise an. Ganz, ganz herzlichen Dank. Thank you so much, Baker Roshi Sensei, for your talk. And we will follow your suggestion. Let's have a 10-minute break and we see us again for further discussion, question, and you may add if you want. Nicole, you did a very, very good job. Thank you so much. Ich begrüße euch zurück zu der Runde. Erstmal ganz herzlichen Dank von meiner Seite für diese sehr komprimierte Darstellung, was ist Zen? May I ask you a very simple question? How can you accomplish such good sitting in the age of 87? I'm very impressed. So, meine Frage war, darf ich fragen, wie du es schaffst, mit dem hohen Alter noch so gut in der Zen-Position zu sitzen? Well, I don't know. I've been monitoring my breathing for centuries, and it helps, I guess. Also keine Ahnung. Ich glaube, ich achte einfach schon so lange auf meinen aufmerksamen Atem, dass das wohl irgendwie hilft. Yeah, my body is pretending to be 87, but yeah, I'm 25. Mein Körper tut nur so, als ob er 87 ist. Ich bin eigentlich 25. I don't know. Du hast auf jeden Fall im Alter von circa 25 Shunryu Suzuki kennengelernt und das würde mich auch sehr interessieren, wenn du vielleicht 2, 3 Worte über deinen Lehrer sagen könntest. So what did happen at 25 though is you met Shunryu Suzuki Roshi. That's right. You've been doing your research. Du hast deine Hausaufgaben gemacht. And I would be interested if you have anything to say about your teacher. Well, I liked him a lot. Also ich mochte den schon sehr. And he was the most together person I'd ever met. War der Mensch, den ich als am meisten so wie zusammen, der war, together ist so ein schönes Wort, wie jemand, der eine gewisse Integrität oder eine Haltung hat, den ich jemals kennengelernt habe. So, and he made it possible to spend time with him. Und er hat es möglich gemacht, dass ich Zeit mit ihm verbringen konnte. So I made a decision to spend time with him for the rest of my life. Und was ich dann entschieden habe, ist, den Rest meines Lebens über Zeit mit ihm zu verbringen. What I am doing, even though he died. Und das mache ich immer noch, obwohl er gestorben ist. Okay. So, ein wahrer Lehrer bleibt ein Lehrer für den Rest des Lebens. So a true teacher stays a teacher for the rest of one's life. It is the case, so yes. Das stimmt. Das stimmt. Because you internalize the what do I say, the imaginal body, because we each are we imagine our own persona, and so we are relating to imaginal bodies, and if you internalize another person, they kind of live within you. Und ja, weil man verinnerlicht den anderen Menschen. Wie soll ich das genau sagen? Es ist, als würde man den Imaginationskörper des anderen Menschen verinnerlichen und dann
das ist genauso wie unsere Persona, unsere Persönlichkeit ist auch eine Art Imagination, die wir von uns haben. Und so kann man auch den Imaginationskörper eines anderen Menschen verinnerlichen und dann leben sie in einem. Okay, what else? Was gibt's sonst noch? Yeah, hello, good evening. It is a bit by accident that I came here, and then I thought, oh wow, this is really interesting, and I stayed. And what I immediately heard, and I wanted to kind of save, were the sentences with nourishing, and I would like you to Roshi to repeat. For me, the core sentence was perhaps that you said you took the decision to decide. You wanted to decide for a path or for a life with this, and now my own words, parameter of being nourished. But it is not, you said it in another way, and I would very much appreciate to hear it again, because I want I want to go with it until my end of my life. Thank you. Oh, jeez. Monika, kannst du dich selbst übersetzen ins Deutsche? Was du gerade gesagt hast, dass du das nochmal auf Deutsch sagst. Ach so, ja, ich kam etwas zu spät um 12:30 und war dann so angetan von dem, was ich gerade hörte, dass ich blieb. Und dann, wenn Baker Roshi diesen Satz sagt oder diese 3 Sätze, wo das Wort nourished drin vorkam, dann standen mir die Haare zu Berge sozusagen und habe gedacht, wow, das ist genau das, was ich zum Teil kenne, was ich aber noch nie so gehört habe, und ich möchte, dass das bei mir bleibt bis zum Ende meiner Tage. Well, I like the way you said it. Mir gefällt die Art, wie du das gesagt hast. In German it was much better. Well, I mean, really, if a phrase occurs to you and it feels good to you, Also wenn ein Satz zu dir kommt und der sich gut für dich anfühlt, then it's actually establishing some affiliation with you. dann beginnt dieser Satz so eine Art Verbindung mit dir aufzunehmen. It's like lines from a poem that you remember all your life. Das ist so wie Zeilen aus einem Gedicht, die du dein Leben lang erinnerst. So it's good to, when you find such a phrase, to explore all the ways you can say it to yourself. Und wenn du so einen Satz findest, dann ist es gut, all die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie du diesen Satz zu dir selbst sagen kannst, zu erforschen. So the phrase and the sense of it now belongs to you. So please explore it. Also der Satz und auch die Bedeutung davon gehört jetzt dir. Also erforsch das bitte. Okay. Wow, very grateful for it, really. Okay. You're Thank welcome. you. Wer möchte noch weiter fragen? Well, I see I answered all questions already. Es sieht aus, als ob ich schon alle Fragen beantwortet habe. Wunderbar. Hallo Roshi, hallo Nicole. Hi, dear girl. Good to see you both. Ich fange mit Deutsch an und übersetze es dann. Roshi, kannst du etwas sagen, was du unter einem yogisch Praktizierenden meinst? Und wodurch zeichnet sich eine yogische Kultur aus? Roshi, could you say something about a yogic practitioner and how would you describe a yogic culture versus Western culture? Well, I spent the last 60 years trying to do that. Ich habe doch die letzten 60 Jahre damit verbracht, das zu tun. But I think if you take some simple aspect on which the two worldviews pivot. Aber ich glaube, wenn du einen einfachen Aspekt nimmst, von dem man sagen kann, das ist der Aspekt, an dem diese zwei unterschiedlichen Weltsichten, so wie der Dreh- und Angelpunkt zwischen diesen Weltsichten.
From exploring the pivot, you can learn almost everything about the Dann difference. kannst du, wenn du so einen Dreh- und Angelpunkt gefunden hast, dann kannst du aus so einem Dreh- und Angelpunkt fast alles dir erschließen oder kannst du fast alles lernen. So we can take one pivot is the world a created world with a beginning, or is it a world that's has an alwaysness and is always in the midst of creation? Und um einen solchen Dreh- und Angelpunkt herauszugreifen, ist ein großer Unterschied, ob man eine Welt als erschaffen betrachtet mit einem bestimmten Anfangspunkt oder ob man die Welt sich vorstellt als etwas, was fortwährend immer weiter sich selbst erschafft sozusagen und als ob das so wie in einem immer schon stattfindet. And in the West, and in general for everyone, our culture is built into our language. Und im Westen, oder das ist eigentlich überall so, da ist die Kultur ist immer in die Sprache eingebaut. As I said the other day, not just the words of the culture, but the use of the how you live in the words of the culture. Also, also nicht nur die Worte selbst, sondern auch wie man in der Benutzung der Worte, in der Anwendung der Worte lebt. Mm-hmm. So yogic cultures, there's no how can anyone know whether the world, the universe, the cosmos has a beginning or end? Also wie soll irgendjemand das wissen können, ob der Kosmos wirklich einen Anfang und ein Ende hat? Yeah, and especially in earlier days before this kind of scientific equipment we have. Und ganz besonders früher, also bevor wir all diese wissenschaftlichen Messinstrumente hatten. The West decided it had a beginning, and yogic culture, East Asian culture, and Indian culture decided it's beginningless or alwaysness. Hat der Westen die Entscheidung getroffen, okay, wir sagen, es gibt einen Anfang, und die in Ostasien, in Indien wurde die Entscheidung getroffen, wir nehmen die Welt als ein Immer-Schon an. So I think we can assume that yoga culture decided it's a wiser idea to imagine it's always in creation than to imagine it had a beginning. Und wir können davon ausgehen, dass in dieser yogischen Kultur man gefunden hat oder gedacht hat, dass es weiser wäre, zu denken, dass die Welt immer fortwährend sich erschafft, als dass da irgendein ganz bestimmter Anfangspunkt wäre. So you can explore your own thinking. Do you feel you're in an understandable world or a world that can be named? A world that can be named is a world that is assumed to be permanent. Und da kannst du dein eigenes Denken untersuchen und nachschauen. Hast du das Grundgefühl oder gehst du davon aus, dass du in einer Welt lebst, in der man alles benennen kann, in einer benennbaren Welt? Und sofern du in einer benennbaren Welt lebst, gehst du davon aus, dass die Dinge beständig sind, dass es Beständigkeit gibt. So wanting to name is rooted in an assumption of permanence, and permanence is rooted in an assumption of beginning and ends. Etwas benennen zu wollen, wurzelt in der Annahme von Beständigkeit, und die Annahme von Beständigkeit wurzelt in einer Annahme von Anfangspunkten und Endpunkten. From a yogic point of view, this is a delusional basis for thinking. Und aus einer yogischen Perspektive ist es eine irreführende oder ein verblendeter Weg des Denkens. In one view, you live in a created world that's outside you, and the other way, you live in a creating world that you are participating in. In der einen Weltsicht lebt man in einer erschaffenen Welt, die außerhalb von einem selbst ist, während man in der anderen Welt in einer sich erschaffenden und fortwährend wo man auch mit erschafft, einer Welt, an der man teilnimmt. So that's one cusp or pivot Das ist view. ein solcher Dreh- und Angelpunkt. Yeah, or the
pivot between who-ness and what-ness. Oder auch dieser Dreh- und Angelpunkt zwischen Werheit und Washeit. Okay, so that's enough. Das genügt. Thank you. You're welcome. Ich habe in der Zwischenzeit eine Frage an Baker Roshi, und zwar ist es eine historische Frage. Ich sage es erst auf Deutsch. Baker Roshi gehört ja zu den buddhistischen Lehrern, die den Beginn von Zen und von buddhistischem Interesse im Westen erlebt haben und mitgestaltet haben. Und meine Frage ist, man sieht an der jetzigen Veranstaltung im Vergleich zu den 70er Jahren, wo ein Riesenzulauf war, haben wir Buddhismus schon so stark angenommen, dass wir viel wissen, oder ist da eine Abnahme von Interesse seit den Anfängen sozusagen der Vorstellung des Buddha Dharma und auch des Zen im Westen? Now I ask in English. Dear Baker Roshi, I do have a historical question. You are one of the Buddhist teachers who are actually from the early time of introducing Buddhism and Zen into the West, along with your teacher Shunryu Suzuki. And at that time, it was there was a vivid interest. What is Zen? What is the practice? What can we learn from Zen Buddhism? And as you know, your teacher was very famous. So were you. And compared with that time, we are now a rather small audience. Would you say that Buddhism is already so much introduced and established in the West so that we just know more and have more opportunities to hear Dharma or practice Dharma, so we are not so running into it? Or do you think there is a decline in the attention towards practice and Zen practice? Okay, well, first of all, Suzuki Roshi was not famous and not well known. Also erstmal, Suzuki Roshi war nicht berühmt, der war nicht besonders bekannt. He was just the priest, Soto Zen priest, who was in a small local temple in San Francisco. Er war nur der Priester, der verantwortlich war für einen kleinen örtlichen Tempel in San Francisco. But he said that people could, the word got around that he would, that people could join his meditation in the mornings. Aber es sprach sich rum, dass es möglich war, seinen Meditationssitzungen morgens beizuwohnen. He never had any intention of being famous or an interest in it. Er hatte nie eine Intention, berühmt zu sein, oder zwar hat ihn auch gar nicht interessiert. He just wanted to have a share practice with Westerners and see if being in a Western context made a difference for Zen practice than being in a Japanese context. Er wollte einfach die Zen-Praxis mit Westlern teilen, und er wollte wissen, ob das einen Unterschied macht, im Westen Zen zu praktizieren, als in einem japanischen Kontext. And I think he had in his mind something like, well, in the West, will it have a new beginning, or will being in the West give it a new life? Und ich glaube schon, dass er sich irgendwie die Frage gestellt hat, ob Zen im Westen einen neuen Anfang finden wird und ob vielleicht es sowas gibt wie ein neues Leben für Zen. And I met him completely by accident. Und ich habe ihn komplett durch Zufall kennengelernt. But from the first moment when I happened to go to a lecture that he, had on a Wednesday night, I guess it was. Aber vom ersten Augenblick an, als ich zufällig in so einen Vortrag hineingegangen bin, da hat er Mittwochabends einen Vortrag gehalten. I felt, geez, I like being with this person. Da habe ich gedacht, Mensch, ich bin gern bei diesem Menschen. And I realized I could study with him. Und mir wurde klar, dass ich mit ihm studieren oder dass ich von ihm lernen kann. So I decided to study with him, and I didn't really know anything about Buddhism or Zen. I mean, I'd read D.T. Suzuki and things, but that's a very
glossed version of Zen. Und ich wusste nicht wirklich etwas über den Buddhismus oder über Zen. Ich hatte zwar DT Suzuki gelesen, aber das ist eine recht, glossed means what? Superficially presented. Es ist eine eher oberflächliche Art und Weise, Zen zu lesen. Or, yeah. Okay, so I stayed with him, and other people did the same thing, and pretty soon he had a small group, and we were practicing, and it was like that. Also ich bin bei ihm geblieben und andere haben auch mit ihm praktiziert. Und dann hat es nicht lang gedauert, dass wir so eine kleine Gruppe hatten. Yeah, und so weiter. There was nothing more to it than that. Mehr gab es dazu nicht, so war das. And as for I think partly I have a media double who has a bad reputation that influences the audience, perhaps. Also ich glaube zum anderen, ich habe halt so einen Medienzwilling, der einen schlechten Ruf hat, und das beeinflusst schon, wie viele Leute kommen, wenn ich irgendwas mache. But I just practice because I like practicing, and whatever happens is good. Aber ich praktiziere einfach, weil mir das Praktizieren gefällt, und was dann immer passiert, ist okay. Mm-hmm. Okay. Thank you for that answer. Vielen Dank für die Antwort. Was ich aber auch meine, ist der Unterschied allgemein zwischen dem großen Interesse an Zen in den 70er Jahren und nachfolgend zum Vergleich zu heute. So what I mean, is there a difference between the huge interest in Zen in general in the 70s and following decades compared to now? So not concerning your person, but in general about the practice of Zen. Do you see I think there's a much wider interest in Zen now than there ever was in the 60s. Ich glaube, dass ein viel größeres Interesse am Zen jetzt ist, als es in den 60er Jahren jemals war. And a more mature interest and a more evolved interest. Und ein reiferes Interesse, ein entwickelteres Interesse. Yeah, but in the 60s and 70s, it was a kind of fashion for some people, young people especially, to be influenced by the ideas of the Beat Generation and then the ideas of the hippies. Aber was in den 70er Jahren war, das war so eine Art Modeerscheinung. Einige Leute, die vor allem sich von der Beat-Generation und den Hippies beeinflussen ließen. So the movement, the many people who came to San Francisco and other places because of that the societal fashion. Und die vielen Leute, die nach San Francisco kamen, ich glaube unter anderem aufgrund dieser gesellschaftlichen Modeerscheinung. It looked like a lot of people. Das sah dann aus, als ob das ganz viele Leute sind. Like a gathering or a crowd looks like a lot of people, but in the larger population, it's minuscule. So wie zum Beispiel natürlich, wenn man zusammenkommt, so eine Versammlung, das sieht natürlich auf einen Haufen betrachtet wie eine große Gruppe aus, aber das ist ein klitzekleiner Anteil, wenn man es gesellschaftlich betrachtet. And in those days, there was no way to express your interest through the media, through the Internet, etc. Und damals gab es keine Möglichkeit, das Interesse durch die Medien oder durch das Internet oder so zu bekunden. In those days, you could read every book on Buddhism that had been published in English. One person could. Damals war das noch möglich, dass man als einzelner Mensch konnte man alle Bücher über den Buddhismus, die es auf Englisch überhaupt gab, lesen. And it still was believed that it had to be a face-to-face practice. Und man ging immer noch davon aus, dass es eine Praxis von Angesicht zu Angesicht sein musste. So there might be nobody in Duluth or Cincinnati, but there'd be a lot of people in San Francisco. Und dann gab es vielleicht niemanden in Duluth oder in Cincinnati, der praktiziert hat, aber ganz viele Leute in San Francisco. Yeah, so the demography is, the dynamics of the demography are very different now, but the interest is much wider. Also die Dynamik der Demografie, das ist jetzt eine ganz andere. Aber das Interesse ist insgesamt viel größer geworden, viel breiter. Okay. At least that's my experience. Zumindest ist das meine
Erfahrung. Ja, vielen Dank für diese interessante Antwort. Thanks a lot for this very illuminating answer, really. Okay. Dieter, Happy to be illuminating. Ich hätte vielleicht noch eine, wenn es okay ist. Sure, go ahead. One more question. Sure. Yeah. Ja, thank you. Und zwar ist 4 ja die Formulierung happened by accident und übersetzt mit Zufall. Und ich habe die Frage, ob denn Zufälle existieren, im Sinne dessen, dass alles irgendwo wechselseitig durchdrungen oder auch Energie ist. Ja. So there was, in the midst of your talk, you said at some point something happened by accident, which in German would be like a coincidence or something, right? And the question is, do coincidences exist if the assumption is that everything is interpenetrating and also like a form of energy? Yeah, sure. Ja, schon. I mean, if we live in a relationality and not a reality. Also wenn wir in einer, was der Roshi immer Relationalität, also in wechselseitigen Beziehungsgeflechten, in Wechselbeziehungen leben und nicht in sowas wie einer fixen Realität. And there seems to be a real mathematics behind the 6 degrees of separation. Und es gibt schon so eine echte Mathematik, die zum Beispiel gibt es so ein Buch, das heißt die 6 Grade der Trennung. So then if da liegt eine echte Mathematik dem zugrunde. So then if you add, the resonance of our individual presence. Und wenn du dann die Resonanz hinzufügst, die wir in unserer persönlichen Präsenz auch haben. Just the more attentional resonance that evolves wider than consciousness. Allein die mit Aufmerksamkeit entwickelte Resonanzfähigkeit, die auch größer ist als das Bewusstsein. If you go to a new city somewhere, in some country. Wenn du zum Beispiel in eine neue Stadt irgendwo in einem Land, wenn du dort bist. If you're drawn to a particular restaurant or cafe, just by your being drawn there, you're likely to meet people who are similar to you. Dann ist es allein dadurch, und du fühlst dich, sagen wir mal, zu einem bestimmten Restaurant, einer bestimmten Art von Restaurant hingezogen und dann gehst du dorthin. Allein dadurch, dass es das ist, was dich anspricht, womit du in Resonanz gehst, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du Menschen triffst, die dir ähnlich sind. So I grew up in New England Transcendentalism. Ich bin im neuengländischen Transzendentalismus aufgewachsen. And Suzuki Roshi ended up to have an interest in New England Transcendentalism as being somehow similar to Buddhism. Und Suzuki Roshi hatte ein Interesse an dem Transzendentalismus aus Neuengland, weil das dem Buddhismus recht nah war. And he was interested in the way art expresses and anticipates cultural change. Und er war interessiert daran, wie Kunst kulturellen Wandel vorwegnimmt und auch ausdrückt. And it's poetry and painting that led me more to practice than an interest in Zen and in practice than some familiarity with Asian culture. Und für mich zum Beispiel hat sehr viel mehr mein Interesse für die Poesie und für zum Beispiel die Malerei. Das hat sehr viel mehr dazu beigetragen, das hat mich zum Zen geführt, sehr viel mehr, als dass ich an ostasiatischen Kulturen interessiert gewesen wäre. So I think it's just an accidental coincidence and not synchronicity, but an accidental coincidence that I was in San Francisco and he was in San Francisco in overlapping lifetimes. Also ich glaube, der Roshi macht es mir im Deutschen echt immer schwer. Dass es einfach so ein zufälliger Zufall war, dass sowohl Suzuki Roshi als auch, also dass ich in San Francisco gelandet bin und Suzuki Roshi auch dort war. But when we met each other, und dass wir beide am Neuengland Transzendentalismus there were probably immediate resonances.
Und what did you say? But when we met each other, it was a coincidence, probably, that we're both in San Francisco at the same time and happened to be overlapping lifetimes. Und also es war wahrscheinlich ein Zufall, dass wir beide in San Francisco zur gleichen Zeit waren und dass unsere Lebensspannen auch noch sich überlappten. But when we met, the resonance of similar affiliations probably made us recognize each other. Aber als wir uns begegneten, da war das wahrscheinlich schon so, dass dann die Resonanz, eine wechselseitige Resonanz, die wir durch ähnliche Interessen oder ähnliche Zuneigungen und Verbindungen hatten, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass wir einander dass wir etwas ineinander erkannten, zum Beispiel. Okay. Yeah, thank you. Ich lasse es einfach mal auf mich wirken. Vielen Dank. Also immer eine gute Idee. I just let it affect me. Please do. Why not? All right. Thank you very much. Vielen Dank. So, dadurch, dass Roshi weg muss oder noch was vorhat, würde ich vorschlagen, dass wir zum Ende kommen und uns ganz herzlich bedanken bei Roshi und Roshi für die Übersetzung. Thank you both for giving this talk and for the translation of Nicole as well. And we wish you a good, long life, health, and thank you for this introduction to Zen. So may you all be happy. Mögt ihr alle glücklich sein. Alles Gute euch. All the best. Thank you so much. Thank you for your good wishes. And thank you for the invitation. Danke für die Einladung. Es war eine große Freude, heute Abend mit dem Buddha Talk zusammen zu sein. Und schön, dass ihr alle dabei wart. It was great fun. Und dich, Nicole, sehen wir nächstes Jahr nochmal wieder, ne? Richtig. Wir sehen uns wieder. Okay. Alles Gute euch. Okay. Bye bye. Bye bye. This is a new online gesture. Yeah.